Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Firefield das Rapid Strike 1-6x24 Scope. Inzwischen ist es üblich, dass auf AR-15-Systemen oder dynamischen Waffen ein Scope verwendet wird, was in einem Bildbereich von 1 bis irgendwas arbeitet, also entweder 1 bis 4, 1 bis 6, 1 bis 8, inzwischen sogar 1 bis 10. Man spricht hier von sogenannten Low-Power Variable Scopes, das heißt, man hat hier Zielfernrohre im unteren Vergrößerungsbereich, nicht für maximale Vergrößerung auf ganz weite Distanzen, sondern eben im Bereich von 25 bis 300, 400, 600 Yards, Meter, Schrägstrich. Firefield ist in Deutschland tatsächlich eher so im Airsoft-Bereich bekannt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das eine reine Airsoft-Marke ist. Firefield fertigt auf einem sehr hohen Qualitätsstandard, aber zu einem sehr günstigen Preis. Das ist auch der Grund, warum viele aus dem Airsoft-Bereich darauf zurückgreifen. Die sagen, ich will jetzt keinen China-Klon, sondern schon irgendwas, was auch wirklich funktioniert, in einer guten Qualität und einer guten Verarbeitung. Und genau da hat Firefield angefangen. Inzwischen ist es aber wirklich so, dass man sagen kann, die Optiken sind auch die Einsteigerklasse für die Scharfwaffen. Das heißt, wenn ihr ein Scope habt, was für Long Range gedacht ist oder eben auch nur ein Rotpunkt, also eigentlich genau davor und dahinter und jetzt in diesen Mittelbereich einsteigen wollt, jetzt aber nicht viel Geld in die Hand nehmen wollt für ein ausgewachsenes 1 bis 6, 1 bis 8 Glas, was im 2.000, 3.000 Euro Bereich liegt, dann könnt ihr auf jeden Fall mit Firefield nichts verkehrt machen. Zum Einsteigen und Ausprobieren genau richtig. Und das Schönste dabei, ihr bekommt hier ein Komplettpaket und müsst euch um nichts mehr sorgen. Damit fangen wir auch an mit dem Lieferumfang. Das Firefield kommt hier in dieser Box. Mit dabei habt ihr ein Putztuch, dann einmal natürlich Verstellwerkzeug, nochmal Einstellwerkzeug für die Türme, komme ich gleich darauf zu sprechen, ein Killflash, was ihr vorne einsetzen könnt, dann einmal Flipcaps, die hier schon montiert sind, die sind federgelagert, damit könnt ihr dann eure Linsen hinten und vorne schützen, sind natürlich auch abnehmbar, wie sich das gehört. Dann ein Schnellverstellhebel, ein Throw-Lever, mit dem ihr hier schnell von 1 bis 6-fach das Ganze verstellen könnt, ohne mit der Hand oder verschwitzten Fingern drehen zu müssen. Das geht dann relativ fix und tatsächlich ist sogar eine Montage mit dabei. Montage ist aus Aluminium, das Scope aus T6061 T6 Aluminium, also aus den Vollen gefräst. Sehr, sehr sauber, sehr, sehr gut verarbeitet. Und wenn ihr das Ganze hier fertig montiert auf die Waffe setzt, müsst ihr es eigentlich nur noch einschießen und dann seid ihr ready to go. Von der Ausstattung her, wie gesagt, 1 bis 6 mal 24. 24 ist der Objektivdurchmesser, 30 mm ist der Rohrdurchmesser. Hinten habt ihr einen Augenabstand von ca. 100 mm, also 10 cm Augenabstand ungefähr, um scharf sehen zu können. Ihr habt hier die Möglichkeit als Brillenträger das Ganze noch im Dioptrienbereich einzustellen von +2 bis -2. Und ihr habt hier Verstelltürme, wie sich das gehört natürlich, und die sind sogar gelockt. Das heißt nicht, wie man das bei anderen Optiken in dieser Preisklasse kennt, hat man einen Verstellturm, der lose ist. Das heißt, ich packe das in die Tasche, dann verstellt sich das automatisch, hier nicht. Lässt sich nicht drehen, dazu muss ich den Turm anheben. Das gilt für die Höhen- und für die Seitenverstellung. Und erst dann kann ich mit sauberen Klicks das Ganze verstellen. Als wäre das noch nicht genug, habe ich hier auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu resetten, also der sogenannte Zero Stop, indem ich hier oben mit dem Zusatzwerkzeug einfach diese Schraube hier oben rausdrehe. Und dann kann ich den Turm abnehmen und kann den wieder auf 0 setzen. Was bedeutet das für alle, die es nicht kennen? Das ist ganz einfach. Ihr nehmt euer Zielfernrohr und eure Waffe, schießt das Ganze ein auf 100 Meter zum Beispiel, dann ist alles sauber. Um das einzuschießen, müsst ihr hier natürlich mit den Türmen erstmal drehen. Die stehen dann vielleicht hier auf 5, 6, 7, 10, was auch immer gerade diese Skala euch angibt. Und dann könnt ihr hier
Das Ganze, wenn ihr dann im Schwarzen seid, könnt ihr hier den Turm abnehmen, auf 0 setzen. Habt ihr auch eine Markierung natürlich auf dem Gehäuse, könnt ihr das wieder auf 0 festsetzen, hier einstellen. Und damit habt ihr immer, wenn der Scope auf 0 gedreht ist, habt ihr dann die Nullstellung. Wozu brauche ich das noch, wenn ich denn Lock-Turrets habe, die sich nicht von alleine verstellen? Ganz einfach, wenn ihr von 100 Meter auf 300 Meter Distanz wechselt, zum Beispiel beim Schießen, dann könnt ihr dann da eure Einstellung für 300 Meter vornehmen und nachher müsst ihr nur wieder auf 0 zurückdrehen und habt ihr wieder euer 100 Meter oder 100 Yard Zero. Das Ganze, der Verstellbereich ist in 0,5 MOA Schritten und lässt sich in der Höhen- und in der Seitenverstellung um 100 MOA jeweils verstellen. Auf der anderen Seite habt ihr den Knopf oder den Drehturm für die Beleuchtung. Parallaxe ist hier fix bei dem Scope. Das ist normalerweise auch üblich in dem Vergrößerungsbereich. Der liegt auf 100 Yard. Hier habt ihr jetzt einmal das Fach natürlich für die Batterie. Hier wird verwendet eine CR2032, die hier verbaut ist und auch mit dem Werkzeug hier entnommen werden kann. Die liefert euch Strom für 100 Stunden und das Absehen ist wahlweise beleuchtbar in grün oder rot. Also ihr habt beide Farben in einem Scope mit dabei. Das Ganze in 5 Stufen. Stufenlos, das heißt nicht stufenlos, aber ohne Stopp. Das heißt, ihr könnt hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal die roten Farben wählen und dann geht es gleich weiter mit grün. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr dann wieder auf 0 geht, dann seid ihr wieder am Nullpunkt. Ihr könnt aber immer weiter drehen. Also es gibt hier keinen End- und keinen Startpunkt. Das lässt sich immer hier sauber drehen. Auch eine ganz coole Geschichte eigentlich. Ja, das Absehen selbst ist ein Circle Dot Absehen, wo der Kreis auf der Unterseite geöffnet ist. Man könnte hier also auch von einem Horseshoe sprechen. Hat folgenden Vorteil. Ihr habt einmal den Punkt für die präzisen Schüsse und habt einmal den Kreis außenrum für dynamische, schnelle Geschichten. Und habt dann hier auch nochmal zusätzlich eine Strichplatte, die unten drunter sitzt. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit bis zu 600 Yards, denn das Scope ist auf Yards ausgelegt. Das ist ein amerikanisches Scope, deswegen keine Meter, sondern Yard. Bis 600 Yard mit der Strichplatte zu arbeiten, wenn ihr von einem IPSC-Target ausgeht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass man ein 55 Grain-Geschoss nutzt im Kaliber 223 mit einem 100 Yard Zero. Dann könnt ihr hier, wenn ihr das auf 300 Yard schießt, könnt ihr einfach quasi die Öffnung unten, wo der Kreis auf ist, das ist dann euer 300 Yard Anhaltepunkt. Dann der erste Strich ist der 400 Yard Anhaltepunkt, der zweite Strich der 500 Yard Anhaltepunkt und der letzte Strich der 600 Yard Anhaltepunkt. Also das wäre möglich, ohne irgendwelche Verstellungen vorzunehmen. Auch das bietet hier dieses Glas. Ansonsten haben wir hier eine Wasserdichtigkeit von IP67. Das heißt, auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal in den Regen kommt. Das ist alles in allem hier ein sehr gut durchdachtes Glas. Wir haben natürlich damit auch jetzt schon ein bisschen Zeit auf der Range verbracht. Müssen sagen, von der optischen Klarheit her ist es wirklich sehr gut. Gerade auch wenn man nochmal den Preis sich ins Gedächtnis ruft, kann man da absolut nichts dran aussetzen. Das Einzige, was wir daran auszusetzen haben, ist die Helligkeitsbeleuchtung. Die ist für einen hellen Sonnentag ist die etwas zu dunkel. Also hier fehlt es eindeutig an Helligkeit. Das heißt, wenn die Sonne mir voll in die Optik knallt, dann sehe ich zwar mein Absehen in schwarz, aber das Rot und das Grün verschwindet dann gänzlich. Das ist aber das Schöne bei einem Zielfernrohr im Vergleich zu einem Rotpunkt. Wenn der Rotpunkt nicht mehr zu sehen ist wegen hellem Sonnenschein, geht gar nichts. Bei einem Zielfernrohr sieht man immer das eingeätzte Absehen. Und von daher ist das natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache, gerade auch mal, wenn die Batterie ausfallen sollte. Jetzt noch die Frage für euch vielleicht, in welcher Bildebene arbeitet denn das Scope? Gerade im Long-Range-Bereich ist immer beliebter geworden, ein Zielfernrohr in der ersten Bildebene zu nutzen, weil ich dann einfach meine Target-Berechnungen in jeder Vergrößerungsstufe machen kann. Das geht in der zweiten Bildebene nicht. Hier habe ich leider das Problem, dass ich im Endeffekt nur in der niedrigsten und in der höchsten Vergrößerungsstufe die gleichen Werte habe. Ja, das heißt hier auch mit dem Entfernungsschätzen, das geht hier nur in der 6-fachen Vergrößerung richtig gut. Und von daher
ist das für ein Glas mit 1 bis 6-fach völlig in Ordnung, wenn es in der zweiten Bildebene ist. Ist uns tatsächlich auch sogar lieber, einfach aus dem Grund, in der ersten Bildebene wird das Absehen natürlich immer mit vergrößert und dann habt ihr da ein riesen Absehen bei einfacher Vergrößerung, das fällt hier halt weg. Das heißt, das Absehen ist immer schön sexy und klein, egal in welcher Vergrößerung ihr arbeitet. Zum Schluss noch die Frage für euch, ist es denn, wenn es für den Airsoft-Bereich, also wenn die Marke aus dem Airsoft-Bereich kommt, ist das denn schusssicher? Ja, das ist schusssicher und zwar bis 338 Lapua. Extrem cool tatsächlich, muss man sagen, wenn man so ein günstiges Glas in Anführungszeichen hier kauft und dann trotzdem das auf wirklich hochkalibrigen Waffen auch nutzen kann oder möchte. Gerade um es mal kennenzulernen, finden wir, ist das eine sehr, sehr coole Sache. Das bringt uns jetzt auch zum Fazit für das Firefield Rapid Strike 1 bis 6 x 24. Eigentlich müssten wir sagen, ist es für das, was es bietet, viel zu günstig. Weil das Paket, was ihr da dabei habt, ihr müsst ja immer damit rechnen, wenn ihr euch einen Scope kauft, ich brauche nochmal vielleicht Flip-Up-Covers und ich brauche nochmal eine Montage und ich brauche vielleicht noch so einen Schnellverstellhebel und diesen ganzen Pipapo, da ist man auch mit einem günstigen Glas von der Konkurrenz vielleicht, was normalerweise 400-500 € kostet für den AR-Bereich, ist man ganz schnell dann bei 1000 € mit dem ganzen Zubehör und der Montage und hier habt ihr wirklich in einem Bereich, der irgendwo bei 250 € einzuordnen ist, habt ihr hier ein super gutes Paket, das wir nur so für die Einsteiger empfehlen können. Ihr bekommt das Firefield Rapid Strike 1 bis 6 24 überall dort, wo man Produkte von Firefield kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Produkte von Firefield im Einsatz? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.